Heute besprechen wir mal einige Fragen, die ich per Instagram zugesendet gekriegt habe, welche mit dem Thema im Allgemeinen Auswandern nach Polen zu tun haben. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ein paar Worte zu mir selbst. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Und falls du dich auch für das Thema Polen interessierst oder vielleicht einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Das kannst du machen, indem du unten rechts auf mein Logo draufklickst und dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen lieben Dank dafür. Ganz zum Anfang wünsche ich natürlich erstmal allen frohe Ostern und angenehme Feiertage und hoffe, dass ihr auch die Tage bis hierhin genießen konntet. Kommen wir jetzt auch schon direkt zum Hauptthema. Ich habe eine Instagram-Frage gekriegt, beziehungsweise Instagram-Fragen von einer Person, die gerne von Deutschland nach Polen auswandern möchte. Das ist jetzt nicht ein spezielles Thema, das hat im Allgemeinen was mit dem Thema Auswandern zu tun. Und ich dachte, die Fragen, die sind eigentlich sehr interessant und die kriegt man auch öfters mal gestellt. Man kann auch diese Fragen mal öfters im Forum lesen und deswegen dachte ich einfach mal, dass ich hier mal die Fragen durchgehe und die einfach mal mit euch bespreche und einfach mal meine eigene Meinung dazu sage, wie ich in einigen Situationen vorgehen würde, beziehungsweise wie ich die Situation bewerte. Ich werde jetzt natürlich nicht die ganzen Nachrichten durchlesen, denn ich habe auch mit der Person schon ein bisschen geschrieben und da sind sehr, sehr viele Nachrichten. Deswegen lese ich jetzt einfach nur mal die Fragen durch. So, die erste Frage ist, wie aufwendig ist so ein Umzug? Wie sieht das zum Beispiel mit der Rente aus, da die Person auch schon in Deutschland gearbeitet hat, und ob dann eine Rente aus Deutschland und Polen kommt? Ja, also wie aufwendig ist so ein Umzug? Ich denke, das liegt ehrlich gesagt ganz im Auge des Betrachters. Als ich entschlossen habe, nach Polen auszuwandern, hat mich das Ganze, ich glaube, 3 oder 4 Monate Zeit gekostet und dann war ich dann wirklich schon in Polen. Hier kommt es aber jetzt auch ganz darauf an, welche Verträge du hast. Man muss natürlich eine Wohnung kündigen. Ich hatte den Vorteil, dass ich sehr schnell einen Nachmieter gefunden habe und konnte dann, ich glaube, die letzten 2 Monate vor dem Umzug bei meinen Eltern wohnen. Dadurch hatte ich auch bei sehr vielen Providern, zum Beispiel dem Internetprovider, ein Sonderkündigungsrecht, weil ich dann ja bei meinen Eltern gewohnt habe, die schon Internet hatten. Dann fällt ja in Deutschland das Sonderkündigungsrecht an, dass ich da auch irgendwie vertraglich bei sehr, sehr vielen Sachen eigentlich nicht gebunden war. Und bei den anderen vertraglichen Sachen habe ich einfach angegeben, dass ich nach Polen auswandere. Und damit war dann auch die Sache, zumindest was die Formalitäten angeht, geklärt. Wenn man sich aus Deutschland abmelden möchte, ich zu meiner Zeit habe das damals sogar erstmal gemacht, als ich schon hier in Polen war. Dann habe ich nach Deutschland eine E-Mail geschrieben und einfach Bescheid gegeben, dass ich jetzt in Polen wohne und ich würde mich gerne abmelden. Das hat dann auch alles funktioniert. Ich habe dann eine E-Mail zurückbekommen mit der Information, dass ich abgemeldet bin. Das konnte ich bisher auch bei Behörden hier in Polen vorlegen als Bestätigung oder Beweis, dass ich auch wirklich aus Deutschland abgemeldet bin, und somit hat das dann auch geklappt. Wie das mit der Rente aussieht, man sieht ja, ich bin kein Rentner, aber Standpunkt heute, so viel ich weiß, ist das so, wenn du in Deutschland mindestens 5 Jahre gearbeitet hast, hast du Anspruch auf eine deutsche Rente. Die sollte, Standpunkt heute, wenn es auch nicht in Polen versteuert werden, wenn es sich um die ganz normale Standardrente handelt. Hast du irgendwie eine super spezielle Sonderrente, welche auch immer, irgendwie privat oder so, sowas immer irgendwie mit dem Steuerberater vielleicht vorab sprechen, weil da habe ich gehört, da kann es zu einer Doppelversteuerung kommen, aber wie gesagt, sowas absprechen. Aber normalerweise, wenn du 5 Jahre in Deutschland gearbeitet hast, hast du einen Anspruch auf deutsche Rente. Wenn du dann auch noch als deutscher Staatsbürger 5 Jahre in Polen gearbeitet hast, hast du auch einen Anspruch auf die polnische Rente. So sieht das zumindest aus, wenn es jetzt um das Thema Rente geht. Die nächste Frage betrifft das Thema Arbeiten in Polen und die ist: Welche Erfahrung hast du bezüglich Arbeitsstellen für Auswanderer aus Deutschland? Also die Person hat auch geschrieben, dass sie perfektes Deutsch kann, Polnisch auch kann, da die Person auch in Polen geboren ist. Das heißt, sprachlich gibt es da gar keine Probleme. Schriftlich einigermaßen mittelmäßig, hat mir die Person geschrieben, weil natürlich die ganze Schullaufbahn in Deutschland absolviert wurde. Also so ein Fall, den man öfters mal mitkriegt, dass jemand in Polen geboren
geboren wurde, als Kind nach Deutschland ausgewandert ist und dadurch dann auch natürlich die ganze Schullaufbahn in Deutschland absolviert hat. Und dann ist das ja verständlich, dass man da vielleicht, wenn es jetzt um das Thema polnische Grammatik geht, da vielleicht nicht ganz mitkommt. Das ist ganz klar, weil man ja alles in Deutschland durchlebt hat, also die ganze Schullaufbahn. Also da kann ich sagen, dass die Person sogar ein Schrittchen oder 2 oder 3 Schrittchen weiter ist wie ich. Bei mir war das so, als ich nach Polen ausgewandert bin, war meine Sprachkenntnis auf ein A2-Niveau. Also ich habe zwar einiges verstanden können, mit dem Sprechen hatte ich aber sehr große Probleme. Lesen und Schreiben konnte ich überhaupt nicht. Das ist erstmal alles, was ich hier in Polen gelernt habe. Durch das alltägliche Leben, durch das Arbeiten, was ich hier alles gemacht habe, habe ich dann halt Schritt für Schritt die ganzen Eigenschaften aneignen können. Dazu muss man aber auch sagen, dass ich heute noch nicht fehlerfrei Polnisch schreiben kann, da die polnische Grammatik schon schwierig ist. Wenn es jetzt um Arbeitsstellen geht, also es gibt jetzt hier auch nicht so diese typischen Arbeitsstellen für Auswanderer, aber wenn du ganz normal zum Beispiel auf Pracuj.pl schaust, das ist in Polen hier unter anderem die größte Jobbörse, und dann muss man halt diese Schlagwörter einsuchen, wie zum Beispiel, wenn du schon mit der deutschen Sprache arbeiten möchtest, Język niemiecki musst du dann da irgendwie eintippen oder Praca z językiem niemieckim oder was auch immer, und dann kommen dir eigentlich schon eine Haufen Arbeitsstellen mit der deutschen Sprache raus, wo du dich dann auch ganz normal bewerben kannst, online. Also hier in Polen laufen alle Bewerbungsgespräche oder die meisten Bewerbungsgespräche schon online ab. Natürlich gibt es auch Firmen, die noch gerne wünschen, dass du hinfährst, aber ich kann hier wirklich aus eigener Erfahrung sagen, also ich habe hier selber bestimmt 60, 70 Bewerbungsgespräche geführt. Wenn es jetzt um die deutsche Sprache geht, solltest du dir keine Sorgen machen, einen Job zu finden. Nächste Frage. Was mich sehr irritiert, wie schafft man es mit 5.000, 6.000 Zloty netto eine Wohnung für 3 Personen, in Klammern 70 Quadratmeter, zu bezahlen? Eine Wohnung dieser Größe kostet meistens 3.000 Zloty plus Nebenkosten. Wenn man 5.000 verdient, wird das schon sehr, sehr eng. Da kann ich auch ehrlich gesagt zustimmen. Das wird dann auch sehr, sehr, sehr eng, wenn man nur ein gewisses Kapital hat und eine große Wohnung mieten möchte. Man muss auch sagen, dass hier in Polen der ganze Lebensstil ein bisschen anders ist. Das habe ich auch schon mal in ein oder anderem Video erzählt. Oder ich sag mal so, in Deutschland ist der Lebensstil ein bisschen, wenn man jetzt von dieser Prämisse her schaut, anders. In Deutschland sind die Wohnungen durchschnittlich größer. Also ich kenne das auch aus Deutschland, dass ich damals, also meine kleinste Wohnung, die ich in Deutschland hatte, für mich ganz alleine, die war 62 Quadratmeter. Das war für mich ganz normal. Ich kenne auch selten Leute irgendwie wirklich, die mit 2 Personen irgendwie unter 50, 60 Quadratmeter wohnen. Hier in Polen ist das anders. Hier hast du zum Beispiel eine 3-Zimmer-Wohnung, die 60 Quadratmeter ist. Die werden hier so angeboten. Daran sieht man eigentlich auch schon, dass hier so dieser Standard, was Wohnungen angeht, durchschnittlich einfach kleiner ist, und es ist auch eigentlich selten, dass hier Leute eine über 70 Quadratmeter Wohnung mieten, nicht wenn die es sich nicht leisten können. In diesem Fall sind das dann Menschen, die sich dann entweder die Wohnung kaufen und zahlen das dann anhand eines Kredites ab, oder was hier auch sehr gängig ist einfach, und das muss man einfach auch so sagen, dass hier viele Menschen auch aus finanziellen Gründen dann zum Beispiel mit den Eltern oder Großeltern zusammenleben. Das heißt, Mutter, Vater, Kind, Oma, Opa wohnen dann in einem Haus, weil Oma und Opa Hausbesitzer ist, und die Kinder wohnen dann mit den Eltern zusammen. Natürlich ist auch der Aspekt dabei, weil die sich gerne haben, weil hier auch die familiäre Kultur ein bisschen enger ist, aber man darf auch nicht verheimlichen, dass der finanzielle Aspekt natürlich auch eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Deswegen gebe ich dir da vollkommen recht. Es ist schwierig als Alleinverdiener, wenn man um die 5.000, 6.000 netto verdient, dann 3.000 plus Nebenkosten für eine Wohnung ausgeben muss. Hierzu kann ich vielleicht auch noch ein paar Worte zum Thema Arbeiten in Polen loswerden, denn hier werden auch manchmal Sachen erzählt, die vielleicht nicht immer ganz der Wahrheit entsprechen. Gerade wenn man im Internet ist, dann liest man sehr, sehr, sehr oft, ach, wenn du die deutsche Sprache hast, dann, ich weiß nicht, wird das manchmal so beschrieben, als ob dir die Leute hier wirklich zu Füßen liegen oder so. Also das ist auch nicht so der Fall. Man kann sagen, wenn du in Polen eine Fremdsprache besitzt, wirst du schon
schon besser bezahlt wie der keine Fremdsprache besitzt, zumindest wenn man dann auch in dieser Branche arbeitet. Es ist aber auch nicht so, was man sehr oft im Internet liest, unter 10.000 Zloty würde ich nicht mit der deutschen Sprache arbeiten. Wie gesagt, also das sind jetzt hier nur meine Erfahrungen und ich kann hier wirklich aus Erfahrung sprechen. Schau einfach mal auf Pracuj.pl und schau dir selber die Jobangebote an, was dir da die Leute anbieten. Wenn du wirklich zu hoch springst, die Leute, die stellen dich nicht ein. Man muss das auch ganz klar sagen, wenn auf einer Arbeitsstelle ein Job gesucht wird, wo, sage ich jetzt mal, die deutsche Sprache mit dem Sprachniveau B2 gesucht wird, B1, B2, sage ich jetzt mal, um auf ein paar E-Mails zu antworten, und du kommst jetzt als deutscher Muttersprachler an und sagst, du kannst perfekt Deutsch, fehlerfrei, du willst aber 10.000 haben, und da kommt ein Pole, sage ich mal, der die deutsche Sprache nur gelernt hat ein B2, will aber 7.000 Zloty, da kann ich fast dafür meine Hand ins Feuer legen, dass er lieber den Polen für 7.000 Zloty einstellt, wie jemand anderes, der wirklich Muttersprachler ist und 10.000 Zloty verlangt. Warum? Man muss das einfach auch sagen, hier in Polen wird mehr auf Quantität gesetzt. Das heißt, die schauen schon, dass die Kosten niedrig sind, aber viel produziert wird, anstatt, ach, ich bezahle jetzt einfach mal mehr und habe jetzt wirklich einen Muttersprachler. Es ist nicht so, dass es ausgeschlossen ist. Die werden keine Muttersprachler einstellen, 50% mehr Gehalt bezahlen, wenn die dich nicht brauchen. Das ist auch ganz klar. Dann hatte ich ja auch noch so allgemein mit der Person einfach geschrieben zu diesem Thema halt, wenn jemand da ist und der verdient wirklich nur 5.000, 6.000 Zloty, ja, dass das dann halt schwierig ist, so eine große Wohnung sich zu mieten, zum Beispiel eine 70 Quadratmeter Wohnung, wenn dann schon die Hälfte für die Miete drauf geht, Frau dann auch noch zu Hause bleibt, sich dann auch um das Kind kümmert, wie soll denn das dann alles funktionieren? Das ist dann schon sehr, sehr, sehr schwierig. In Deutschland ist das ja, ich sage jetzt mal, normal, dass man das Kind erstmal mit 3 oder ich sag mal so, überwiegend ist es ja so, dass die Kinder erstmal mit 3 in den Kindergarten gehen. Hier in Polen ist das ein bisschen anders. Das hat auch einen finanziellen Aspekt einfach, dass hier die Kinder schon mit 1 Jahr in den Kindergarten gehen, beziehungsweise in die Krabbelgruppe. Aus dem Grund, weil du dann sonst keine einzige Finanzierung mehr kriegst. Und wie du ja selber siehst, wenn du Alleinverdiener bist und du verdienst dann deine 6.000 oder 7.000 Zloty netto, dann hast du ungefähr die Hälfte, die nur an Miete und Nebenkosten drauf geht. Wenn du dann noch ein Kind hast, was man dann auch noch finanzieren muss, das wird dann finanziell sehr, sehr, sehr schwierig. Deswegen geben hier die Eltern sehr oft ihre Kinder schon mit 1 Jahr ab in den Kindergarten, damit beide Elternteile arbeiten gehen können. Oder was hier auch sehr oft gemacht wird, das, was ich auch schon gerade angeschnitten habe, die Jüngeren wohnen dann mit den Älteren zusammen. Das heißt, die Eltern wohnen mit Oma und Opa zusammen und dann passt Oma und Opa einfach auf das Kind auf und beide Elternteile können dann arbeiten gehen. Das ist ja auch noch so eine gängige, ja, nennen wir es mal Prozedur, wie das so durchgeführt wird, so dass dann auch hier die Menschen auf diese Art und Weise leben können. Das ist ja auch ein bisschen kultureller Unterschied dann auch einfach, kann man denke ich so sagen, aber so haben wir dann auch diesen kompletten Unterschied. Da ich mir auch schon sehr gut vorstellen kann, dass gleich wieder die Kommentare fliegen zum Thema Löhne in Polen. Ich habe doch keine Ahnung und so weiter, will ich ja auch mal vielleicht ein paar mehr oder weniger aktuelle Zahlen bekannt geben. Zumindest sind jetzt vor kurzem, letzten Monat veröffentlicht worden, wie der Medianwert hier in Polen ist. Ich habe mir das dann auch aufgeschrieben, dass der Medianlohn in Polen 6.700 Zloty brutto betrifft. Das heißt, das sind ungefähr 4.900 Zloty netto und der Durchschnittslohn circa 8.400 Zloty brutto, was ungefähr 6.000 Zloty netto ist. Ich weiß, viele bringen vielleicht Median- und Durchschnittslohn durcheinander. Ich persönlich schaue nicht so gerne auf den Durchschnittslohn, weil der Durchschnittslohn einfach sehr viel verwässern tut. Das ist dann so ein bisschen manipulativ. Ich kann mal so ein ganz grobes Beispiel geben. Wenn du eine Firma mit 10 Personen hast und du hast jetzt, sage ich mal, 9 Arbeiter, die 1.000 Zloty verdienen und der eine, weil er super Informatiker ist oder Manager ist, verdient 15.000, dann hast du einfach einen Durchschnittslohn von 1.500 und deswegen ist das immer so ein bisschen, finde ich, ja, nicht ganz korrekt, wenn man hier immer von Durchschnittslöhne spricht. Man sollte in diesem Fall immer den Medianlohn betrachten, zumindest meiner Meinung nach. Im Allgemeinen kann man hier auch noch sagen, dass so ein Umzug von
Deutschland nach Polen immer ein bisschen Arbeit mit sich bringt, aber das kommt auch eigentlich immer ganz darauf an, wer in welcher Situation ist. Also ich sage jetzt mal, so ein Umzug muss immer individuell betrachtet werden. Falls ihr vielleicht auch mal eine Frage zum Thema Auswandern nach Polen habt, auf die ich vielleicht mal ein bisschen tiefer eingehen soll, dann könnt ihr mich sehr gerne bei Instagram anschreiben. Mein Instagram-Name müsst ihr jetzt hier oben aufleuchten, oder ihr könnt mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf der YouTube-Startseite. Da müsst ihr, glaube ich, auf Kontakte klicken oder irgendwo, und dann wird auch meine E-Mail-Adresse angezeigt. Ihr könnt mir natürlich auch eure Fragen unten in den Kommentaren hinterlassen auf YouTube. Da ist immer nur so ein bisschen das Problem, dass YouTube manchmal einige Kommentare, warum auch immer, ausblendet, und das Problem ist dann auch immer, diese Kommentare zu finden, was es dann dadurch auch schwierig macht, dann auf spezielle Fragen einzugehen, denn ihr müsst euch auch vorstellen, wenn da mal so ein Video ist, und das ist jetzt auch nicht selten, wo einfach wirklich mal über 100 Kommentare oder über 150 Kommentare sind, bin ich fast nur 2 Stunden damit zugange, Kommentare zu lesen, und ich sage euch ganz ehrlich, die Zeit habe ich wirklich nicht, um jeden einzelnen Kommentar zu lesen. Ich versuche natürlich so viel zu lesen, wie es geht, aber es ist auch manchmal einfach schwierig. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!